Stell dir vor, es ist Winter im Jahr 800 nach Christus. Draußen liegt Schnee. Und mitten in diesem Schnee dampft ein Becken aus warmem Wasser. In diesem Wasser sitzt ein alter Mann. Er ist groß, fast 1,85 Meter, in einer Zeit, in der die meisten Männer knapp 1,70 Meter messen. Er hat Schmerzen in den Gelenken, deshalb sitzt er hier. Und er ist in diesem Moment der mächtigste Mensch Europas. Wir sind in Aachen. Und dieser Mann heißt Karl. Wir gehen jetzt durch diese Stadt und durch einen Tag in seinem Leben. Wir schauen, wo er wohnte, was er aß, was er lesen konnte und was nicht, und warum ein Ort ohne Stadtmauern, ohne Hafen und ohne große Vergangenheit für kurze Zeit zum Mittelpunkt eines halben Kontinents wurde. Beginnen wir mit einer Frage, die einfach klingt. Warum ausgerechnet hier? Aachen war keine große Stadt. Es war nicht einmal wirklich eine Stadt. Es war ein Hof im Wald, an einer Stelle, an der seit der Römerzeit heißes Wasser aus dem Boden kommt. Die Römer kannten diesen Ort. Sie badeten hier und nannten die Quellen nach einem Heilgott. Dann verschwanden sie, und die Bäder verfielen, und der Wald kam zurück. 300 Jahre später kommt ein fränkischer König in diese Gegend, weil er hier jagen kann. Und er entdeckt das warme Wasser. Das klingt nach einer Nebensache. Es ist aber der Grund, warum du heute den Namen Aachen kennst. Denn dieser König wird alt, und er bekommt Gicht. Die Gelenke schmerzen, das Gehen fällt schwer, und das Einzige, was zuverlässig hilft, ist heißes Wasser. Ein Herrscher jener Zeit hatte keinen festen Wohnsitz. Der Hof zog von Pfalz zu Pfalz, aß die Vorräte einer Gegend auf und zog weiter. Regieren hieß Reisen. Doch ab dem Jahr 794 bleibt der König fast durchgehend an einem einzigen Ort. Und der Hof, der Adel, die Gesandten und die Gelehrten müssen zu ihm kommen. Damit entsteht etwas Neues, eine feste Hauptstadt, mitten im Norden, weit weg von Rom. Wer war dieser Mann? Karl war König der Franken. Er hatte ein Reich geerbt, das schon groß war, und er machte es größer, Feldzug um Feldzug, über Jahrzehnte. Am Ende reichte sein Herrschaftsgebiet von der Nordsee bis Mittelitalien, von den Pyrenäen bis an die Elbe. Diese Feldzüge waren nicht sauber und nicht ritterlich. Gegen die Sachsen führte er mehr als 30 Jahre Krieg. Es gab Zwangstaufen, Massenumsiedlungen und mindestens ein Massaker, das schon Zeitgenossen erschreckte. Man kann das nicht wegerzählen. Der Mann, der gleich in einem Bad sitzt und Latein lernen will, hat für dieses Reich einen sehr hohen Preis in fremdem Blut bezahlt. Und wie hält man ein solches Reich überhaupt zusammen? Es gibt keine stehende Armee im heutigen Sinn, keine Beamten mit festem Gehalt, keine Straßen, die noch alle befahrbar wären. Ein Befehl aus Aachen braucht bis an die Grenze des Reiches Wochen. Die Antwort darauf ist einfach und hart zugleich: der Herrscher verteilt Land. Wer Land bekommt, schuldet dafür Treue, Soldaten und Gehorsam. Und damit dieses Netz nicht reißt, schickt der Herrscher Kontrolleure los. Diese Männer reisen immer zu zweit, ein Geistlicher und ein Adliger, damit keiner den anderen decken kann. Sie prüfen die Grafen, hören Beschwerden an und bringen Berichte zurück. Für einen Bauern in einem entlegenen Tal ist das vielleicht die einzige Gelegenheit im Leben, gegen einen mächtigen Nachbarn Recht zu bekommen. Dazu kommen Verordnungen, die aus Aachen hinausgehen. Sie regeln Maße und Gewichte, den Wert der Münzen, den Umgang mit Waisen, sogar welche Obstbäume auf einem Gutshof stehen sollen. Das klingt kleinlich. Aber es ist der Versuch, ein Gebiet von der Nordsee bis Rom nach denselben Regeln zu ordnen. Und dafür braucht man etwas, das damals selten war: Menschen, die lesen und schreiben können. Merk dir diesen Punkt. Wir kommen gleich darauf zurück. Aber gehen wir jetzt in seine Pfalz. Du kommst nicht durch ein Stadttor. Ein Stadttor gibt es hier nicht. Du kommst über einen Weg aus dem Wald, und plötzlich stehen vor dir Gebäude aus Stein, wie du sie nördlich der Alpen nirgends gesehen hast. Fast alles hier ist sonst aus Holz. Häuser aus Holz, Kirchen aus Holz, Höfe aus Holz. Und mittendrin Mauern aus Quadern, Säulen, Marmor, Bronze. Das ist Absicht. Wer hier ankommt, soll begreifen, dass dieser Herrscher kein Anführer unter Anführern ist. Der Bauplatz ist riesig. Auf der einen Seite eine große Halle für Empfänge und Gericht.
Auf der anderen Seite eine Kirche. Dazwischen ein langer Gang, der beides verbindet. Und um diese Steinbauten herum wächst eine ganze Siedlung. Ställe, Werkstätten, Vorratshäuser, Unterkünfte für die Leute, die hier arbeiten oder warten. Denn hier wird viel gewartet. Wer etwas vom Herrscher will, kommt her und bleibt, manchmal wochenlang. Gesandte aus fernen Reichen, Bischöfe mit Streitfällen, Grafen mit Abrechnungen, Händler, die dem Hof liefern wollen. An einem gewöhnlichen Tag hörst du auf diesem Platz mehrere Sprachen. Fränkisch, Latein, dazu die Sprachen der Langobarden, der Sachsen, der Basken. Aachen ist zu dieser Zeit einer der wenigen Orte nördlich der Alpen, an dem sich halb Europa begegnet. Und im Winter friert dieser ganze Betrieb zusammen auf das, was warm ist, die Feuer in den Hallen und das dampfende Wasser aus dem Boden. In dem langen Gang zwischen Halle und Kirche liegt, ein Stockwerk höher, etwas, das es sonst kaum gab, eine Schule. Bleiben wir zuerst bei der Kirche, denn sie steht heute noch. Von außen ein hoher, schwerer Bau. Von innen ein Achteck, das nach oben in eine Kuppel läuft. 2 Ringe von Bögen übereinander, Licht, das von oben herunterfällt, und Wände, die mit farbigem Stein und Gold überzogen sind. Für einen Menschen, der sein Leben lang nur Holzkirchen kannte, muss das gewirkt haben wie ein Blick in eine andere Welt. Und das Material dafür kam nicht aus der Gegend. Der Herrscher ließ Säulen und Marmor aus Italien holen, aus Rom und aus Ravenna, über die Alpen, mit Karren und Schiffen. Wer alte Säulen aus Rom in seine eigene Kirche einbaut, sagt damit etwas. Er sagt, was dort einmal war, geht hier weiter. Oben, in der Empore, steht ein schlichter Thron aus Steinplatten. 6 Stufen führen hinauf. Von dort sieht der Herrscher in den Kirchenraum hinunter, und alle sehen ihn. Dieser Thron steht bis heute an seinem Platz. Über 600 Jahre lang wurden auf ihm deutsche Könige eingesetzt, mehr als 30 an der Zahl. Und gleich neben der Kirche liegt der Ort, wegen dem alles hier angefangen hat. Über die heißen Quellen ließ Karl eine Badeanlage bauen, nach römischem Vorbild. Kein kleines Becken, sondern ein Bad, in dem nach den Berichten viele Menschen gleichzeitig Platz hatten. Und er badete nicht allein. Sein Biograf schreibt, dass der Herrscher seine Söhne mit ins Wasser rief, dazu Gefolgsleute und manchmal die Leibwache, sodass 100 Männer und mehr zugleich im Becken waren. Stell dir diesen Raum vor. Dampf, nasser Stein, Stimmen, die von den Wänden zurückkommen. Der mächtigste Mann Europas sitzt im warmen Wasser und hört sich an, was seine Leute zu sagen haben. Man muss verstehen, was das bedeutet. Hier wurde nicht nur gebadet. Hier wurde geredet, gestritten, entschieden. Das Becken war ein Teil des Regierens. Er schwamm auch gut, und er war stolz darauf. Bei den Übungen im Wasser, schreibt sein Biograf, habe ihn kaum jemand übertroffen. Jetzt zurück in den Alltag. Der Tag beginnt früh. Karl steht auf, während es noch dunkel ist. Er lässt sich ankleiden und empfängt dabei schon Leute, die etwas von ihm wollen. Was trägt er? Meistens genau das, was ein wohlhabender Franke trägt: Leinenhemd, Tunika, Beinlinge, ein Mantel, ein Schwert an der Seite. Kein Purpur, kein Prunkgewand. Fremde Kleidung lehnte er ab, außer bei großen Empfängen. Was kommt bei ihm auf den Tisch? Vor allem Fleisch, am liebsten Braten vom Spieß, direkt aus der Jagd. Die Ärzte wollten ihm das verbieten und gekochtes Fleisch verordnen. Er hörte nicht auf sie. Getrunken wird Wein, aber maßvoll. Betrunkenheit bei Hofe verachtete er. Beim Essen ließ er sich vorlesen, oft Geschichten von alten Königen. Und wie lebt seine Familie? Karl hatte viele Kinder, aus mehreren Ehen und Verbindungen. Seine Töchter liebte er sehr, und er ließ sie nicht heiraten. Kein Fürst sollte über eine Tochter Ansprüche auf sein Reich bekommen. Also blieben sie am Hof, mit eigenen Haushalten, eigenen Kindern und ohne Ehemänner. Die Söhne dagegen wurden früh in Verantwortung geschickt, als Unterkönige in Italien und Aquitanien, damit sie das Herrschen lernten, solange der Vater noch lebte. Und dann ist da die Schule. An diesen Hof holte Karl Gelehrte aus dem halben Kontinent. Der wichtigste kam von der britischen Insel und hieß Alcuin. Dazu Männer aus Italien, aus Spanien, aus Irland. Was hier entstand, war kein Klassenzimmer mit Bänken.
Es war ein Kreis von Männern, die miteinander lasen, sich Rätsel und Gedichte schickten und sich untereinander mit antiken Namen ansprachen. Der König selbst hieß in diesem Kreis David, wie der biblische Sängerkönig. Sie sammelten und kopierten Bücher. Sie stritten über Grammatik, über Sterne, über Theologie. Und sie räumten in der Schrift auf. Das klingt trocken, ist aber eine der folgenreichsten Entscheidungen dieser Zeit. Bis dahin schrieb jede Region anders, oft eng, verschnörkelt und schwer lesbar. In den Klöstern des Reiches setzte sich eine neue, klare Schrift durch, runde Buchstaben, Wortabstände, Groß- und Kleinschreibung. Warum das wichtig ist? Weil Texte, die man leicht lesen kann, leichter kopiert werden. Vieles, was wir von römischen Autoren überhaupt noch haben, verdanken wir Abschriften aus dieser Zeit. Und der Herrscher selbst? Karl sprach fließend Latein und verstand Griechisch. Er konnte lesen. Aber das Schreiben lernte er erst spät, und es blieb mühsam. Sein Biograf schreibt, er habe Wachstafeln unter seinem Kopfkissen aufbewahrt, um in schlaflosen Nächten Buchstaben zu üben. Der mächtigste Mann Europas, nachts im Bett, übt Buchstaben. Das ist keine Legende aus dem Volksmund, das steht in der Lebensbeschreibung eines Mannes, der ihn kannte. Kommen wir zu dem Tag, wegen dem sein Name in jedem Schulbuch steht. Weihnachten im Jahr 800. Karl ist in Rom, in der alten Peterskirche. Er kniet zum Gebet. Der Papst setzt ihm eine Krone auf den Kopf und die Menge ruft ihm zu wie einem Kaiser. Seit über 300 Jahren hatte es im Westen keinen Kaiser mehr gegeben. Jetzt gab es wieder einen, und er war ein Franke. Sein Biograf behauptet, Karl sei überrascht gewesen und hätte die Kirche nicht betreten, wenn er von dem Plan gewusst hätte. Das ist schwer zu glauben, wenn man sieht, wie sorgfältig alles vorbereitet war. Aber es zeigt, wie heikel dieser Titel war. Denn einen Kaiser gab es ja bereits in Konstantinopel. Dort saß ein Hof, der sich als einzige rechtmäßige Fortsetzung Roms verstand. Aus dieser Krönung wurde ein Streit, der Jahre dauerte. Aus östlicher Sicht war das eine Anmaßung. Ein Franke aus dem Norden, ein Mann aus einem Land ohne Marmorstädte, setzt sich eine Kaiserkrone auf und nennt sich Nachfolger der römischen Herrscher. Der Streit endete erst über ein Jahrzehnt später mit einem Kompromiss. Konstantinopel erkannte Karl als Kaiser an, aber nicht als Kaiser der Römer. Diesen Titel behielt der Osten für sich. Und noch etwas gehört zu diesem Bild. Karl schickte Gesandte bis nach Bagdad, an den Hof des dortigen Kalifen. Von dort kamen Geschenke zurück, darunter eine Wasseruhr aus Messing und, nach den Berichten, ein Elefant. Dieses Tier wurde über das Mittelmeer und über die Alpen nach Norden gebracht und lebte einige Jahre im Reich. Für die Menschen hier muss es gewirkt haben wie ein Wesen aus einer anderen Welt. Was änderte sich für die Menschen im Reich? Weniger, als man denkt, und mehr, als man sieht. Der Alltag eines Bauern blieb hart. Aber die Verwaltung wurde dichter. Es gab Boten, die im Namen des Herrschers durch das Land zogen und die Grafen kontrollierten. Es gab Verordnungen zu Maßen, Gewichten, Münzen, sogar zu Obstbäumen in Gutshöfen. Ein Reich dieser Größe lässt sich nur mit Schrift regieren. Und genau deshalb war die Schule im Verbindungsbau kein Luxus, sondern Werkzeug. Und dann wird der Mann im warmen Wasser alt. Er verliert Söhne, er verliert Freunde. Im Winter 813 setzt er seinen letzten überlebenden Sohn selbst zum Mitkaiser ein, ohne Papst, in Aachen, in seiner eigenen Kirche. Wenige Wochen später erkrankt er an Fieber. Er hält es, wie so oft, mit Fasten und heißen Bädern. Diesmal hilft es nicht. Im Januar 814 stirbt er in Aachen, etwa 70 Jahre alt. Er wird noch am selben Tag bestattet, in seiner eigenen Pfalzkapelle. Kein langer Zug nach Rom, kein Grab bei den Vorfahren. Er bleibt in dem Ort, den er sich selbst gebaut hat. Was danach geschieht, hat er nicht mehr gesehen. Sein Sohn hält das Reich noch zusammen, mit Mühe. Dann streiten sich die Enkel, führen Krieg gegeneinander und einigen sich schließlich auf eine Teilung. Ein Teil im Westen, ein Teil im Osten und dazwischen ein langer, schmaler Streifen vom Nordmeer bis nach Italien, der beides trennt. Aachen liegt genau in diesem Mittelstreifen. Aus diesen Teilungen wachsen über Jahrhunderte die Länder, die wir heute Frankreich und Deutschland nennen.
Und die Grenze zwischen ihnen verläuft über 1000 Jahre lang immer wieder durch genau die Gegend, in der dieser Mann am liebsten gelebt hat. Das ist die bittere Pointe seiner Geschichte. Er baute ein Reich, das Europa zusammenhalten sollte. Was blieb, war eine Bruchlinie, um die noch im 20. Jahrhundert Kriege geführt wurden. Aachen selbst verliert seine Rolle als Regierungssitz. Aber es behält eine Aufgabe: Wer deutscher König werden wollte, ließ sich hier krönen, auf diesem Thron, in dieser Kirche. Über 600 Jahre lang zogen also Männer in diese Stadt, die Herrscher werden wollten, und stiegen 6 Stufen zu einem schlichten Steinsitz hinauf, weil vor ihnen ein Franke dort gesessen hatte. Und aus dem Mann selbst wurde mit der Zeit etwas anderes als ein Mensch. 350 Jahre nach seinem Tod ließ ein späterer Kaiser ihn heilig sprechen, aus politischen Gründen. Seine Gebeine wurden aus dem Grab geholt und in kostbare Schreine gelegt. Aus dem gichtkranken Reiter, der Braten liebte und Ärzte ignorierte, wurde eine Figur aus Gold, der ideale christliche Herrscher, auf den sich später Könige, Kaiser und ganze Staaten beriefen. Aus dem Hof im Wald wurde eine Stadt, mit Mauern, Märkten und Zünften, und die Kirche wuchs weiter, gotischer Chor, Kapellen, Türme, bis der karolingische Kern in der Mitte fast verschwand. Fast. Denn wenn du heute unter der Kuppel stehst und nach oben schaust, siehst du dieselben Bögen, die ein Mann mit Gicht sehen wollte, als er Handwerker anwies, Säulen über die Alpen zu schleppen. Seine Gebeine liegen ein paar Schritte entfernt in einem goldenen Schrein. Untersuchungen haben bestätigt, dass sie zu einem sehr großen, schlanken, alten Mann gehören. Groß gewachsen, aber nicht kräftig gebaut. Es passt zu dem Bild, das die Quellen zeichnen: kein Riese aus Eisen, sondern ein zäher, hochgewachsener Mann, der lieber schwamm als ritt, der Braten liebte und Ärzte ignorierte und der nachts Buchstaben übte. 800 Jahre römischer Ordnung waren im Norden vergangen und vergessen. Ein Mann versuchte, sie noch einmal aufzubauen, aus Stein, aus Schrift und aus Wasser. Sein Reich zerfiel. Der Thron blieb stehen. Das war unser zweiter Gang durch die Straßen der Zeit. Wenn du wissen willst, welche Stadt wir als nächstes betreten, schreib es in die Kommentare.